Also es passt eigentlich gerade zum Titel, den die Veranstaltung hat, Satsang. Ist ein Sanskrit-Begriff, Sat bedeutet Sein und Sangha ist die Gemeinschaft. Also Satsang kann man übersetzen als Zusammenkommen im Sein oder man kann es übersetzen als eine Gemeinschaft mit dem Sein. Und das verstehe ich so, dass man nicht im Widerstand ist zum Sein. Und das ist eine mögliche Beschreibung. Ein Erleuchteter ist nicht im Widerstand zum Sein. Ein Sein kann man beschreiben als Totalität von dem, was ist. Und wenn ich nicht im Widerstand bin zu dem, was ist, wenn ich keinerlei Widerstand habe zu dem, was ist, dann bin ich, was ist. Ich kann nicht keinen Widerstand haben zu dem, was ist und immer noch separat bleiben. Und damit werde ich zum Ausdruck von was ist. Ich bin, was ist, oder Sein und bin Ausdruck von Sein. Und Sein drückt sich durch mich aus. Ich kann auch nicht vollkommen in Widerstand gehen zum Sein, weil ich kann nicht aus dem Sein kippen, dann bin ich nicht seiend. Aber es gibt einen Trick und das ist der Verstand. Das ist eine Dissoziation oder eine Fantasy-Defense, wo ich mich abkopple von dem, was ist und in den Verstand gehe. Und damit bin ich auch in den Strukturen vom Verstand. Und der Verstand operiert mit Identifikationsstrukturen unter anderem. Oder auch mit Dingen, mit Eigenschaften, was auch eine Identifikationsstruktur ist. A ist XY. Identifikation ist eine Struktur, die im Verstand vorkommt und nur im Verstand vorkommt. Und ich würde einen Unterschied machen zwischen Unterschied und Trennung. Also im Sein ist alles das, was es ist. Und unterschieden. Aber alles Sein. Während Trennung eine Funktion vom Verstand ist und spezifische Charakteristiken hat, die eine Unterscheidung nicht hat. Emotionen sind in einem Großteil der Fälle Gedanken in anderer Form. Die meisten Emotionen kommen aus dem Verstand und sind Ausdruck von Verstandesstrukturen auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Form. Im Sein kann auch Wut sein, aber das Wut, das im Sein ist, hat keinen Träger, das muss man so sagen. Da ist niemand, der wütig ist. Da ist Wut, die sich ausdrückt und nachher ist sie vorbei. Und nichts bleibt zurück. Es ist eine Reinheit drin und eine Präsenz, die auch nicht weitergetragen wird. Und das ist sehr, sehr auf den Punkt, so eine Wut. Sehr absolut. Aber es hat nichts Personals als so eine Manifestation von Sein, oder wie man das nennen. Während das meiste, was Menschen als Emotionen beschreiben, hat einen Träger, ich, und die Emotion. Und durch das wird es auch verschleppt. Und ist nicht im Moment abgeschlossen und das, was es ist, und nichts anderes. Was dann eben wieder die Struktur hat von einer Identifikation, ich bin würdig. Und das ist eine Struktur, die nur im Verstand vorkommt, Identifikationsstrukturen. Wirklichkeit oder Sein ist nicht aufgebaut aus Identifikationsstrukturen. Und sobald man
in die Identifikationsstrukturen sich abgeht oder in denen sich verhaltet, ist man im Verstand und nicht mehr im Sein. Und in der Verstandeswelt erscheinen dann auch Dinge mit Eigenschaften. Also, ist wieder eine Identifikationsstruktur A, hat die Eigenschaft XY. Und es wird eine Klumpenwelt. Die Sachen werden fest. Das hast du ja wahrscheinlich erfahren, wenn du aus dem Unpersonalen wieder ins Personale kommst, dass es enger wird und fest. Und das andere ist Offenheit erwähnt und Lebendigkeit. Das Personale ist klumpig, wird eng aber im Sein ist alles das, was es ist. Und durch das sehr auf den Punkt, sehr differenziert, aber nicht getrennt. Identifikation ist eine Struktur im Verstand. Und zwar die vollständige Struktur ist im Verstand. Und Verstand nehmen wir jetzt mal als Verweigerung gegenüber dem Sein. Verstand ist Abkopplung vom Sein und im Verstand gibt es Identifikationsstrukturen. Aber die komplette Identifikationsstruktur ist im Verstand. Also das Ich bin XY. Alle drei Teile sind im Verstand und sind Verstand und nur Verstand. Das Ich in der Identifikation ist Verstand und nicht Sein. Das ist sehr eine wichtige Unterscheidung. Es ist nicht Sein identifiziert in dieser Identifikationsstruktur, sondern das Ich ist genauso Verstand, wie es Bin Verstand ist und das XY Verstand ist. Also was wichtig ist, Identifikation macht dich zu jemandem, zu dem Ich dieser Struktur hinein. Und auf einer noch grundlegenderen Ebene bewegst du dich in einer Welt, wenn du mit Identifikation agierst. Du bist dann in der Verstandeswelt. Also zum einen behauptest du sagst das Ich in dieser Ich bin XY-Struktur und zum anderen hiefst du dich damit in die Verstandeswelt. Das sind zwei Sachen, die passieren. Ich tue das mit Zitat aus der erleuchteten Schriften beschreiben, was ich da erzähle. Mit der Advaita-Vedanta Schrift heisst es, Verblendung ist behaupten, etwas, was nicht sei, oder etwas, was nicht ist, sei, und etwas, was ist, sei nicht. Das ist die Definition von Verblendung. Und das ist das, was der Verstand macht. Oder ich bringe ein zweites Beispiel, das es hoffentlich noch deutlicher macht. Es gibt in den Schriften das Beispiel vom Seil, das im Gras liegt und man meint, das sei eine Schlange. Und dann hat man Angst vor der Schlange. Und reagiert auf die Schlange. Sprich, man wird zum Schlangenseher. Das ist die Identifikationsstruktur im Verstand. Und in dem Moment, wo die Schlange verschwindet auch der Schlangenseher. Der Schlangenseher gibt es nur zusammen mit der Schlange. Und Schlangen wie Schlangenseher sind reine Verstandesprodukte. Und in dem Moment, wo die Schlange verschwindet, verschwindet auch der Schlangenseher. Es ist nicht der Seilseher, der die Schlange sieht. Es ist auch nicht der Seilseher, der identifiziert ist mit dem Schlangenseher, sondern Schlangenseher und Schlange werden gleichzeitig
in die Existenz gerufen und verschwinden gleichzeitig. Der Schlangenseher und die Schlange haben beide den gleichen Status, nämlich Inexistenz. Aber solange wir meinen, wir sagen, der Schlangenseher, haben wir Angst vor der Schlange. Wir meinen, wir müssen die Schlange bekämpfen, umbringen, bezwingen, flüchten davor. Aber der Schlangenseher existiert nur zusammen mit der Schlange. Und es ist nicht so, und der Schlangenseher ist fixiert auf die Schlange. Also das ist auch eine Identifikation da. Es ist nicht so, dass der Seilseher sich identifiziert mit dem Schlangenseher. Der Seilseher sieht das Seil und ist wieder im Sein, in der Wirklichkeit mit dem Seil. Und im Verstand befindet sich der Schlangenseher und die Schlange. Und es gibt keine Verbindung zwischen dem Seil und der Schlange, und es gibt keine Verbindung zwischen dem Seilseher und dem Schlangenseher. Schlangenseher und Schlange verschwinden gleichzeitig miteinander und entstehen gleichzeitig. Und das ist der Verstand ersetzt oder überdeckt Sein. Das ist der erste Schritt, den er macht. Und nachher behauptet er zudem noch, er sei Sein. Also der Verstand behauptet, da ist eine Schlange und ein Schlangenseher und behauptet aber, das ist das, was wirklich ist. Also das ist eine zweifache Verweigerung gegenüber dem Sein. Einerseits überdeckt der Verstand Sein und andererseits ersetzt der Verstand Sein, indem er eben behauptet, das, was ist, sei nicht, und das, was nicht ist, Verstand sei. Und das ist die Definition von Verblendung. Das Verhältnis zwischen dem Verstand und der Verstandeswelt, eben Dinge mit Eigenschaften und Klumpenwelt, da bin ich, da bist du, wir sind Personen, überdeckt Sein und ersetzt Sein. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Welten ist das gleiche Verhältnis wie Wirklichkeit zu einem Irrtum. Wenn du einen Irrtum als Irrtum erkennst, dann erkennst du ihn als das, was er ist. Er kommt dann erst ganz zu sich selber. Er wird als Irrtum gesehen, als das, was er ist. Und indem er zu sich selber kommt und als Irrtum gesehen wird, verliert er seine Macht über uns. Wir glauben nicht mehr dem, was der Irrtum behauptet, weil wir ihn als das sehen, was er ist. Und das ist das Verhältnis von Verstand und Sein. Der Verstand kommt im Sein vor, aber als das, was er ist. Ein Konstrukt aus Identifikationsstrukturen. Als das ist er seiend. Verblendung ist aber, dass die Identifikationsstrukturen behaupten, sie sagen Sein. Das ist die Verblendung. Also Sein ist nicht identifiziert. Und Sein steigt auch nicht in die Strukturen ein. Sein sieht die Strukturen als das, was es ist, was sie sind. Und das ist auch erleuchtet. Menschen nehmen sich als Personen wahr und agieren mir gegenüber als Personen, aber was ich wahrnehme, sind Identifikationsbündel und keine Personen. Ich habe gelernt, auf
die Erwartungen von dem, was sie meinen, sie sagen, einzugehen und das nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber ich sehe die Personalität als das, was sie ist, als Bündel von Identifikationen. Und als das sind sie seiend. Aber der Punkt ist, dass die Identifikationen behaupten, sie sagen sein. Das ist die Verblendung. Also die Verblendung besteht nicht darin, dass Sein sich mit dem Verstand identifiziert oder irgend so etwas, oder das Sein im Verstand hineingeht, sondern das ist ein Missverständnis. Etwas behauptet, es sei etwas anderes, als was es ist, und es sei nicht das, was es ist. Eben, zum nochmal zitieren, Verblendung ist, wenn etwas behauptet, etwas, was ist, sage ich nicht, und etwas, was nicht ist, sage ich. Verstand behauptet, Sein sage ich nicht, sondern er sage ich, das, was ist. Und was ich vorher versucht habe zu beschreiben mit dem Unterschied zwischen dem Verstand, mit der Identifikationsstruktur und dem Sein und wie das zusammenhängt. Eben, es ist nicht so, dass Sein identifiziert ist mit dem Verstand oder irgendwas, sondern Identifikation ist etwas, was nur im Verstand stattfindet. Das hat sehr viele Implikationen für den spirituellen Prozess oder auch für die Traumaarbeit. Die eine Implikation ist, dass es nicht darum geht, die Identifikationsstruktur aufzulösen oder zu zerstören. Also, es geht nicht um Personalität oder Ego zu zerstören oder dagegen zu kämpfen. Weil die Identifikationsstrukturen können da sein oder nicht da sein. Das Problem sind nicht die Identifikationsstrukturen. Das Problem ist nicht mal die Identifikation in diesen Identifikationsstrukturen. Es geht nicht um Identifikationsstrukturen und eben, man kann nicht die Identifikation vom Sein mit dem Verstand auflösen, weil das keine Identifikation ist. Das steht im gleichen Verhältnis wie im Irrtum. Der Verstand behauptet, er sagt, was er nicht ist, und was ist, sage ich nicht. Und solange wir ihm das glauben, sind wir im Verstand. Aber es ist nicht nötig, im Verstand alles aufzulösen oder im Ego oder in der Personalität all die Strukturen aufzulösen, um frei zu werden in einer Struktur. Sondern wenn man den grundlegenden Irrtum versteht, der Irrtum, der der Verstand ist, wenn wir das als das erkennen, was es ist, als Strukturen, die behaupten, sie sagen, was sie nicht sind, und das, was ist, sage ich nicht, dann ist es egal, ob die vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, dann sehen sie als das, was sie sind. Und damit haben sie keine Macht über uns. Und das ist dann der Fall, wenn der Verstand zu sich selber kommt. Wenn der Verstand als das darf da sein, was er ist, oder die Person oder das Ego, wenn sie ganz zu sich kommen, dann haben sie keine Macht mehr über uns, weil sie als das da sind.